Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Falls ihr das letzte Video gesehen habt, wisst ihr ja, dass es zu jeder Adventswoche ein Giveaway gibt. Erstmal vielen lieben Dank für den insane Support der letzten Woche. Danke an jede Person, die gesubscribed und geliked hat. Danke wirklich dafür. Am Samstag habe ich schon das Giveaway von letzter Woche ausgelost. Ich zeige euch gerne die Auslosung, da in der Vergangenheit ja viel Mist bei anderen YouTubern während Giveaways passiert ist. Ich habe den Gewinner auch schon kontaktiert und die Tastatur ist auf dem Weg zu ihm. Auch diese Woche gibt es wieder passend zum zweiten Advent eine Verlosung. Mehr Infos dazu gibt es wieder später im Video. Aber hier ist erstmal die Auslosung vom Samstag. Es ist 15 Uhr, 15:01 Uhr, okay. Er hat eine Minute länger mitzumachen. Aber jetzt geht es hier um die Auslösung der Bock 75 aus dem letzten Video vom ersten Advent. Dann schauen wir mal. Jetzt seht ihr hier auch direkt alle Kommentare. Es sind 94 Stück. Keine Duplikate. Search for Word. Bock ist nice. Continue. So, und jetzt lädt er hier die 94 Kommentare, sortiert alle Duplikate aus. Und Trommelwirbel. Gewonnen hat Jason. Herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Tastatur. Mit dem Nifboard 98% gibt es endlich eine Full-Size-Tastatur der deutschlandweit bekannten Marke Nifter. Diese haben mir netterweise das Board in Weiß zukommen lassen. Nach der 60%-Variante sind meine Erwartungen schon hoch, denn nicht ohne Grund ist die 60%-Variante seit über 5 Monaten an meinem zweiten Setup zu Hause. Wie von Nifter gewohnt, gibt es das lila Design und ein prall gefülltes Paket, das ordentlich viele Dinge beinhaltet. Also lasst uns das Paket öffnen und schauen, was wir für den doch stolzen Preis von rund 150 € bekommen. Zum einen natürlich das Nifboard selber, das auf den ersten Blick mit dem Knob mitten auf der Tastatur ein bisschen weird aussieht. Ein gebradetes USB-C in passender weißer Farbe, 2 extra Keycaps mit Nifter-Branding, ein austauschbarer Knob im Metalldesign samt des Covers, 3 Ersatzswitches, was für die Nachhaltigkeit der Tastatur doch sehr super ist. Ich wäre schon glücklich gewesen, aber Nifter legt noch ein Keycap und Switchpuder dabei, eine Bürste, um die Tastatur zu reinigen. Das ist ordentlich was in dem Paket. Das merkt man auch beim Gewicht, denn gerade die Tastatur fühlt sich wie ein Backstein an. Nifter setzt bei ihrer Tastatur auf ein Kunststoffcase, das doch durch die Form leider etwas scharfkantig ist. Nicht zu dem Punkt, dass man sich verletzen kann, aber gerade wenn man beim Schreiben den Daumen unter der Leertaste ablegt, spürt man diese scharfe Kante leicht. Das Gewicht der Tastatur bringt einen sehr soliden Eindruck, gerade auch beim Tippen. Ein Verrutschen ist mit Hilfe der 4 Gummifüße fast unmöglich. Für die Spieler unter euch, die ihre Tastatur am liebsten anwinkeln, gibt es in 2 Stufen verstellbare Füße. Leider setzt Nifter bei der Wahl der Keycaps wieder auf ABS-Keycaps, was extrem schade ist. Hier hätte ich mir nach ihrer 60% Tastatur wirklich PBT-Keycaps gewünscht. Diese sollten bei einem Preis von 150 € meiner Meinung nach einfach definitiv selbstverständlich sein. Nifter hat ihrer Tastatur eine ordentliche Menge an Dämmung spendiert. Deutlich mehr als bei ihrer 60% Variante. Das war by the way auch das erste, was ich die Jungs von Nifter gefragt hatte, nachdem ich die Tastatur ausgepackt hatte. Ob da was an der Dämmung geändert wurde. Und ja, das haben sie. Und wie. Das merkt man zum einen in Sachen Sound, aber auch gerade beim Endanschlag der Tasten. Nifter hat ihrer großen Tastatur Silikon für das Case spendiert, wobei 60% noch Foam verbaut war. Das, samt dem zusätzlichen Foam im Case, gibt eine ordentliche Dämmung für die Tastatur. Der Knob ist ein cooles Feature, um Lautstärken schnell zu ändern, und falls euch der Acryl-Knob nicht gefällt, hat Nifter einen zweiten Knob samt Plate im Paket beigelegt. Die Position des Knobs bleibt meiner Meinung nach doch sehr gewöhnungsbedürftig. Als Switches in diesem Hauptsupport kommen Gateron G Pro 2 Yellow zum Einsatz. Diese sind vorgerückte Switches und ähnlich zu den Gateron Milky Yellows. Es sind gute Allround-Switches mit 2 mm Auslöseweg bei 50 Gramm Auslösekraft. Das transparente Topgehäuse der Switches lassen ordentlich RGB durch. Aber lasst uns doch mal ein bisschen in die Tastatur reinhören.
Wie schon gesagt, war ich sehr positiv überrascht, als ich die Tastatur das erste Mal in der Hand hatte und die Stabilisatoren und Dämmung in Verbindung mit den Switches gehört habe. Die Tastatur klingt wirklich, wirklich gut. Mit ein bisschen Tape-Modding könnte man bestimmt noch ein bisschen Thok aus der Tastatur rausholen. Hier können die großen Marken nicht mithalten, da niemand wirklich auf Dämmung setzt. Falls euch die Switches nicht gefallen, könnt ihr diese natürlich gegen andere tauschen, die dann das Schreibgefühl und den Klang des Boards ändern. Eine wirkliche Stärke der Tastatur ist neben dem Sound und dem Schreibgefühl die RGB-Beleuchtung. Ich habe schon lange keine Tastatur mehr mit so einem starken RGB gesehen. Das liegt zum einen an den verbauten LEDs, aber auch an der RGB, ich nenne sie mal Distroplate, die das RGB schön über die Tastatur verteilt. Somit hat man keine Blindspots, die normalerweise bei Tastaturen gerade mit North-Facing LEDs auftauchen. Hier bekommt man einfach das volle RGB-Paket. Bei der Software muss Nifter aber nochmal ganz ordentlich nachbessern. Diese ist super unübersichtlich. Zwar liefert sie alle nötigen Funktionen, aber auf einer chaotischen Weise, die ich bisher bei noch keiner Tastatur gesehen habe. Ich denke, dass da definitiv noch ein Update kommen wird und hier ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht wird. Die Grundoptionen sind alle vorhanden, wie das Einstellen der RGB-Beleuchtung. Hier gibt es ordentlich viele Animationen, die ihr frei nach Belieben einrichten könnt. Daneben gibt es noch den klassischen Makro-Editor und unter Optionen befinden sich Dinge wie Debounce Time. Hier wird leider nicht ersichtlich, in welchen Millisekundenabständen dort die Stufen sind. Aber über eine schlechte Software kann ich hinwegsehen. Das aber super subjektiv, da ich meistens nicht mal die Software für private Nutzung von Keyboarden installiere. Aber ihr wartet sicher schon auf das neue Giveaway zum zweiten Advent. Hier hat Nifter für euch etwas parat gestellt. Einer von euch kann ein Nifter Falcon Mauspad gewinnen. Das ist ein superschnelles Glass-Infused Pad, das so nicht weit verbreitet ist. Dafür schreibt das Keyword, das irgendwo hier im Video versteckt ist, wie beim letzten Gewinnspiel, einfach unter das Bild vom Instagram-Post zum Falcon Pad. Verlinkt dort noch einen Freund und schon seid ihr im Lostopf. Das Gewinnspiel geht wieder bis Samstag und ich lose dort direkt aus. Der Gewinner wird dann im Video am Dienstag bekannt gegeben. Für rund 150 € bekommt ihr mit dem Nifboard eine sehr gut gedämmte Tastatur, die wirklich Spaß macht. Sei es zum Zocken oder Schreiben, das Board macht vieles richtig. Doch leider besteht weiterhin das Problem mit den Keycaps und auch die Software ist noch nicht da, wo sie bei einer 150 € Tastatur sein sollte. Für 150 € bekommt man aber nichtsdestotrotz eine grundsolide Tastatur, die definitiv einen zweiten und auch dritten Blick wert ist. Nifter wird von Produktrelease zu Produktrelease besser und bringen immer hochwertige Produkte auf den Markt. Und das ist ein Riesenschritt für ein noch so junges Unternehmen. Mich freut es zu sehen, dass die Jungs und Mädels an ihren Aufgaben wachsen und den eigenen Anspruch haben, immer geilere Dinge für euch anzubieten. Ich habe euch natürlich diese Tastatur und Alternativen unten in der Infobox verlinkt. Falls euch das Video gefallen hat und ihr mehr Videos sehen wollt, drückt gerne das Däumchen und abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Video.